Guten Morgen, liebe Silbersee-Freunde. Hier ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, von einem Meteoriten getroffen zu werden. Und warum, das zeige ich euch jetzt. Ich stehe gerade auf den größten Meteoriten der Welt. Er entstand vor 190 bis 410 Millionen Jahren im Weltall und kam vor 80.000 Jahren hier runter auf die Erde. Er hat Maße von 2,70 Meter Länge und 2,70 Meter Breite und ist 90 Zentimeter tief, sage ich jetzt mal. Der Hauptbestandteil dieses Meteoriten ist Eisen. Er besteht aus 86% aus Eisen und der Restbestandteil ist Nickel und weitere Spurenelemente. Und insgesamt wiegt dieses Teil hier 50 bis 60 Tonnen. Weil mich dieser Stein hier so sehr an Mekka mich erinnert, an die Kaaba an Mekka, laufe ich 5-mal drumherum, so wie es die Moslems machen. If you ever change your mind about leaving me behind, oh, bring it to me, bring your sweet loving, bring it on home to me, yeah, 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 yeah. I know I do. Bist alles, was ich will. Oh, du allein kannst mich verstehen. Du darfst nie mehr von mir gehen. Seit wir uns kennen, ist mein Leben schön. I know I laughed when you left, but now I know I only hurt myself. Hey, bring it to me, bring your sweet loving, bring it on home to me. Yeah, 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 yeah. Nach 500 Kilometer Fahrt sind wir endlich in Caprivi-Zipfel angekommen. Hier in der Mahangu Safari Lodge. Eine sehr, sehr schöne Lodge. Sehr, sehr viel Grün, sehr schöne Unterkünfte. Und ja, wir sind hier direkt am Kubango-Fluss. Gegenüber sieht man die Elefanten. Da hinten ist ein Nationalpark. Die ganze Lodge ist im Nationalpark gelegen. Viele, viele Tiere, die man in freier Wildbahn hier sehen kann. Wunderschön. Und ich trinke jetzt mein Bier noch und wir warten jetzt aufs Abendbrot. Und ja, Prost. Vorspeise, rote Grütze. Prädikat lecker. Zweite Vorspeise jetzt, das soll Tomatensuppe sein. Lecker. Hauptspeise, Rind. Sehr, sehr lecker. Dessert, Kuchen. Lecker. So, das ist auch das Nuss, das ist eine Komplettnuss, alles zusammen angucken können. Und das dann entscheiden können. Okay, a small bridge, okay. And you are at a small bridge, okay. Okay, okay. Okay, okay, I try to find you, okay. Okay. Okay, okay. Wir waren jetzt beim Chef gewesen hier für dieses Gebiet, Regionalgebiet Diwundo, 100 Kilometer Umkreis. War ein sehr interessantes Gespräch und ich denke, hier gibt es viele Möglichkeiten und die Politik ist auch motiviert, Leute hier reinzulassen, die wirklich hier in Namibia was anpacken wollen und das finde ich sehr, sehr interessant und ist, denke ich mal, auch für euch eine große Gelegenheit. Our main aim is to bring development for our people in this part of the country. You know, we have a higher rate of unemployment in the country. As a government representative, we seek ways and means how to help them to improve their livelihood. We cannot just sit, fold our arms and say that there is nothing that we can do. We have to plan what to do to our people and what
our people also should do. We encourage them to come up with the project proposals. They come to us, but we don't give them work. We just explain to them what they're supposed to do, maybe to come up with the project proposals, like a gardening project and many other projects, project proposal. Are you happy when German investors come to Namibia and invest here? Any country in the world who feel like coming to Namibia to invest is welcome. We have that feeling, investors to come to our area to help our people in the whole country and the region as well. Yeah, we are happy. What do you say about the security of investments? Is it safe to invest here? Or Very safe. the land reform? They talked to take away or talked about to take away the land from the white people. What can you say about it? No, that is not what the government is saying. We are not chasing anyone from the country. So if, for example, a foreign person like you to come to and you want to invest in the country, you have to follow the right procedure. But you should also think of the Namibian people. Yeah, to include them in your plan. Yeah, so that they can also be part of what you are doing in the country, so that they can also benefit from what you are doing in the country, but not just to grab from you. No, that is not what the government is planning to do. So you should not take it alone and run the business alone. You should include the Namibian people, more especially the people living in that part, people living in that area. Our traditional authority should also be included. Some individual people should also be included so that they can also benefit from what you are doing on the land. What are your wishes for the future in this area, Divundu? What needs to happen here? You know, Divundu is our future town. Yeah, for the Kavango East region. Divundu, we want to develop this area to become a town. And it is a gateway to all the SADC countries. So if you put your business in Divundu, this is the gateway, as I said, from the SADC countries, coming from South Africa, Botswana, you pass through Divundu. Zimbabwe, Angola, you pass through Divundu. So it is located very nicely. Where do you see the solution to make the people or make the whole country rich? No, it's impossible. You know, we cannot say that Namibia will get that solution to get every person to become rich. It's impossible. What our government is trying to do, you know, our government is giving a grant to the elderly people and disabled people. They are getting every month something at least to take home for them to get food. And also for the overseas vulnerable children, orphans and vulnerable children, they are given something at the end of every month. But it's not to say that we will get a solution of that, because people are multiplying and our economy so far is not stable, but we will come there, we will be there. Ja. Wir sind jetzt gerade am Anfang von Caprivi-Zipfel. Er wurde benannt nach dem Reichskanzler Leo von Caprivi. Und dieses Gebiet wurde mit Großbritannien 1890 eingetauscht für Sansibar und Witu, hat Deutschland abgegeben und dafür haben sie Helgoland und diesen Caprivi-Zipfel bekommen. Der Grund für diesen Caprivi-Zipfel war die Verbindung zwischen Deutsch-Südwestafrika und Deutsch-Ostafrika. Ja, das war einfach militärisch-taktisch der Grund gewesen. Am 7. Oktober 2002 hatte diese Region versucht, unabhängig zu werden, aber was von der namibischen Regierung abgelehnt wurde. Und seitdem wurde die Diskussion grundsätzlich beendet. Also dieser Teil wird jetzt immer zu Namibia gehören, so dass es keine Abkopplung von Namibia geben wird.
ist passiert? Noch nichts. Hoffentlich, es kommt bald das. Ein kleiner Elefant oder ein Löwe oder ein Büffel. Wir werden es sehen. Dieser ganze Wald hier ist alles irgendwie kaputt. Ja? Irgendwie sind die ganzen Bäume hier umgeknickt. Ich schätze mal, das werden die Elefanten sein, die hier durch den Wald wüten und da bleibt nicht mehr viel übrig. Hier, wir sehen jetzt gerade Elefanten. Jetzt eure Elefante schon vergangen. Trunk graves with this stuff. Elephants and a kudu in one picture. Bambi. Scheu sie nicht, ne? Flusspferd. Krokodil. Sven, was ist passiert? That is a spoonbill. You know Ich weiß nicht, wir stecken irgendwie fest und ich schätze mal, er wird das Allrad anschalten. Eine interessante Variante, wie er Allrad anschaltet, einfach vorne in der Mitte vom Rad, also ein Rädchen rumgedreht. Das kennen wir doch vom Quadfahren, ne? Was, stecken bleiben? Ja. Haben wir es geschafft, Sven? Jo, jetzt hat es funktioniert. Wir sind wieder draußen. So, es wurde der Klapptisch ausgepackt und mal sehen, was da gleich drauf kommen wird. Mir wurde Bier versprochen. Und mal sehen, was für Bier gibt. Unboxing-Bier. Na, machen wir unser Unboxing hier. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Yeah, there we go. Red wine, white wine, and then some snacks and peanuts. Miduglager oder Taffellager? Taffellager. Der Guide hat schon das Unboxing gemacht. Feinstes Tafelbier hat man schon gehabt. Aber in der Aber wie schmeckt das in der Umgebung? Ja. Genau, in dieser Umgebung denke ich mal, ist es ein ganz anderer Geschmack. Wir probieren mal. Ah, der Geruch schon herrlich. Cheers, you want some wine? Red or white? Das geilste Bier, was ich je getrunken hatte. Sterne? Naja, mit der Umgebung muss ich natürlich 10 Sterne geben. Ja, das bleibt mir anderes übrig. Feines Tafellager, 4%, produced in Namibia. Genau. Und wenn ihr auch in so einer geilen Umgebung eigentlich kühles Bier trinken wollt, ja, dann abonniert den Kanal und liked das Video. Jetzt trinkt noch schnell.
Okay. Ja. Unsere Botswana Safari Tour haben wir jetzt beendet. Wir haben viele Tiere gesehen. Wir haben Elefanten gesehen, Gazellen, Wasserbüffel, Nilpferde, Krokodile und ja, und viele kleine Äffchen noch. Also wir haben so viel gesehen. Leider haben wir keine Wildkatzen gesehen. Das ist ein bisschen schade gewesen, aber ja, wir fahren morgen auf die andere Seite vom Fluss, von diesem Nationalpark. Vielleicht sehen wir da endlich ein paar Wildkatzen, Löwen oder Geparden mal sehen, was das alles über den Weg läuft. Und jetzt werde ich den Sonnenuntergang genießen während der Bootsfahrt. Ja, und lass den Tag schön ausklingen, alle Ruhe. Erste Vorspeise, Bämme. Leider habt ihr jetzt einen Salat verpasst, weil ich doch sehr großen Hunger hatte. Und das ist das Ding schon alle. Aber jetzt kommt die zweite Vorspeise, ein Gemüsesüppchen. Prädikat okay. Das ist Schweinefleisch aus guter Haltung. Lecker. Nachtisch. Eis. Nicht so mein Fall, muss ich ehrlich sagen. Ich bin allgemein so Nachtischesser.